Moin! Wie versprochen gibt es noch ein letztes Video in diesem Jahr, damit euch nicht langweilig wird zwischen den Feiertagen. Und es geht mal wieder um Reifen. Eigentlich wollte ich ja meinen Hutchinson Caracal Race den ganzen Winter durchfahren, aber bei dem matschigen Wetter ist so ein Semi-Slick-Reifen dann doch ein bisschen überfordert. Macht aber nichts, weil ich gerade Post bekommen habe von Schwalbe. Und jetzt habe ich den richtigen Reifen für den Winter, nämlich den neuen G1 RX Pro. Schwalbe räumt ja gerade mächtig auf bei den Gravel-Reifen und es gibt jetzt in Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch die Pro-Line und die günstigere Comp-Line und das schauen wir uns jetzt nochmal an. In der R-Line gibt es ja schon länger den RS und den normalen R und jetzt ganz neu den RX. Und zusammen mit der Einführung des RX wurden auch die bestehenden Modelle R und RS komplett überarbeitet. Angeblich in Zusammenarbeit mit dem Schwalbe Profi-Athleten. Ja, und wir gucken uns das nochmal kurz an. Alle drei Modelle basieren quasi auf dem gleichen Reifenmodell. Es gibt eine neue Karkasse, so eine 323 Karkasse, die auch den Hutchinson Caracal Race schon super schnell macht. Verbaut auch Schwalbe, jetzt ein bisschen weiter hochgezogen, die dreilagige Seitenkarkasse. Das sorgt wahrscheinlich für ein bisschen mehr Pannenschutz. Und die Konstruktion soll halt für Flexibilität und Geschwindigkeit sorgen. Und zumindest bei Hutchinson kann ich das auch bestätigen, da funktioniert das super und ich hoffe, dass das bei Schwalbe genauso gut klappt. Und bei allen drei Reifen gibt es die V-Guard Pannenschutzeinlage und die ist jetzt breiter als bisher und überlappt jetzt die dreilagige Seitenwand, also optimaler Pannenschutz. So verspricht Schwalbe es jedenfalls. Und auch die Gummimischung wurde neu angemischt, heißt jetzt New Adix Race und soll nochmal 10% schneller rollen als die bisherige Adix Race Gummimischung. Mal schauen. Und die ganzen Maßnahmen sollen den Reifen schnell und pannensicher machen, aber nicht das Gewicht erhöhen. Also alle drei Reifenmodelle basieren auf der gleichen Technologie. Einziger, aber wesentlicher Unterschied ist das Profil. Der RS als Semi-Slick-Reifen am leichtesten und am schnellsten. Danach der R als Allround-Reifen mit ein bisschen höheren Seitenstollen und leichten Stollen in der Mitte. Und jetzt, wie gesagt, ganz neu, der RX mit deutlich gröberem Profil für maximalen Grip im Gelände und selbstreinigenden Profil. Und trotz des Profils soll der Reifen leise und schnell auf Asphalt rollen. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Ja, und wenn man dann im Gelände angekommen ist, schnell, dann kann man sich damit auch schnell durch den Matsch flügen. Das werde ich gleich ausprobieren. Ich freue mich mega. Und alle drei Modelle gibt es in 40, 45 und neu 50 mm Breite. Die R und RS gibt es auch noch in ganz schmal in 35 mm, den RX nicht. Und es gibt alle nicht nur in diesem bekannten braun-schwarz, sondern auch neu, das wird einige freuen, in komplett schwarz. Und je mehr Profil, desto mehr Gewicht. Die RS als Semi-Slick-Reifen wiegen in 40 mm Breite 445 Gramm. Die R, der Allrounder, wiegt in 40 mm 485 Gramm. Und der RX in 40 mm 520 Gramm. Und tatsächlich wiegt er auch 520 Gramm, wie ich hier gerade nachgewogen habe. Jo, dann würde ich sagen, montiere ich den Reifen mal und mache mich auf ins matschige Gelände und melde mich von unterwegs. Bis gleich. Ja, auf dem Weg ins Gelände, hier auf Asphalt, rollt der Reifen tatsächlich super. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein, aber ich glaube, ein Reifen mit so groben Stollen, so schnell bin ich noch nie gefahren. Das gefällt mir schon mal super. Aber dafür ist er nicht gemacht. Jetzt muss er sich gleich im Matsch beweisen. Ich bin gespannt. Angekommen im Wald und ja, hier wird es jetzt deutlich matschiger, Laub. Viele Rampen gehen hier hoch und lauter Brücken über diesen Bach rüber.
alles ordentlich matschig, rutschig. Wenn ich da heil hochkomme, dann ist der Reifen, glaube ich, ganz okay. Mal schauen. Moin. So, ich bin oben angekommen. Das war in der Tat ziemlich matschig. Ich hätte mir eigentlich fast noch breitere Reifen gewünscht, aber auch die 40 mm G1RX haben sich ziemlich unbeeindruckt gezeigt. Ja, das war schon ziemlich cool. Also hier wäre ich in meinem Leben nicht mit Semi-Slick-Reifen hochgekommen bei dem ganzen Laub und Matsch. Sehr schön. Jetzt sieht es da ganz schön dunkel aus. Ich glaube, ich muss schnell nach Hause. Nehme noch ein paar Matschstrecken mit und dann gibt es gleich zu Hause ein Fazit. Ich glaube, ich brauche mal ein anderes Hobby. Vielleicht immer Weihnachten bei strömendem Regen und 5 Grad durch die Gegend zu fahren. Naja. Gerne dann. So, das war maximal ekelhaft, aber perfektes Wetter zum Testen von den Reifen. Und jetzt gibt es natürlich ein Fazit. Ein Weihnachtsfazit. Also tatsächlich rollen die Reifen echt mega gut. Ich habe mich ja mal gescheut, so Reifen mit so krassem Profil zu fahren. Aber zumindest mit den G1 RX ist das total unbegründet. Also die sind auch auf Asphalt echt schnell unterwegs. Nicht so schnell wie Semi-Slick-Reifen. Ja, vielleicht erstmal Montage war wie immer überhaupt gar kein Problem. Also hatte ich ja schon bei meinen ganzen letzten Reifen. Kann man einfach per Hand aufziehen, mit der Standluftpumpe aufpumpen. Sofort dicht. Ja, ich habe jetzt einen Tag drauf. Die Reifen, Luftdruck ist gefühlt noch absolut randvoll. Das war überhaupt gar kein Problem. Große Klasse. Finde ich echt gut. Ja, dann wiegen die Reifen, sogar der eine Reifen 3 Gramm weniger als angegeben. 517 Gramm, der andere 520 Gramm. Also das passt genau. Und auf meinen 24 mm Felgen sind sie genau 40 mm breit. Also auch die Angabe stimmt perfekt. Super. Und Panne hatte ich jetzt natürlich auch nicht. Nach einem Tag durchs Gelände brettern und ein bisschen Straße sind die Reifen heil geblieben. Alles andere wäre auch komisch gewesen. Ja, das musste ich jetzt eine Weile beweisen. Das wird jetzt aber wirklich der Reifen, mit dem ich jetzt durch den ganzen Winter fahre. Und dann schauen wir mal in so 2-3 Monaten, ob sie immer noch heil sind. Und das Wichtigste natürlich, im Gelände. Ich bin erst mit ein bisschen zu viel Luftdruck da reingefahren. Ich hatte, glaube ich, so 2,5 Bar drauf. Tatsächlich kann man den echt mit noch weniger Luftdruck fahren. Also ich habe da noch ein bisschen Luft abgelassen. Ich glaube, so gut 2 Bar hatte ich vorne hinten drauf. Großartig. Also damit rollt man perfekt durch den Matsch und über die nassen Wurzeln. Das ging großartig. Total souverän. Also das gefällt mir richtig gut. Also wenn ihr im fiesen, matschigen oder krassen Gelände unterwegs seid, dann G1 RX ist der Reifen eurer Wahl. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt zu dem Reifen, stellt die in die Kommentare, dann beantworte ich euch die. Ansonsten war es das mit dem Video und auch mit den Videos für dieses Jahr. Das Jahr 24 neigt sich dem Ende entgegen. Ich bedanke mich für alle, die so regelmäßig meine Videos gucken und kommentieren und liken. Das hilft mir tatsächlich sehr. Es wird immer größer, mein Kanal. Großartig. Vielen Dank dafür. Das hilft mir ein bisschen, dieses Hobby weiterzumachen. Ja, und im nächsten Jahr gibt es garantiert ganz viele weitere Videos. Und da freue ich mich, wenn ihr auch wieder einschaltet und zuguckt. Und bis dahin, ciao!